Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Der moderne Sound der Vocals geht immer mehr in die Richtung wenig Tiefen, sehr, sehr viele Höhen und das Ganze muss möglichst crispy clean klingen. Das Problem ist, bei den meisten schlechten Aufnahmesituationen haben wir sehr, sehr viel Low-End in den Vocals und müssen viele Frequenzbänder im Equalizer nutzen, um das Ganze auszugleichen und richtig rauszufiltern. Und wie ihr das Ganze gegebenenfalls nur mit einem einzigen Plugin umsetzen könnt, das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich habe eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Das heutige Plugin, das ich euch vorstellen möchte, ist der Ozone 11 Spectral Shaper, wieder ein Mastering-Tool, das ursprünglich für die Funktionalität gedacht ist, manuell einen bestimmten Frequenzbereich einzustellen, in dem der Spectral Shaper dann dementsprechend Störresonanzen rausfiltert. Anders als zum Ozone Stabilizer, der ja im Multiband funktioniert, soll der Spectral Shaper hier also nicht den gesamten Frequenzbereich aufräumen und in ein schönes Soundbild fassen, sondern in einem bestimmten Frequenzbereich Störresonanzen rauscutten. Und das Ganze machen wir uns heute zu nutzen, indem wir uns in den Vocals auf die tiefen Frequenzen fokussieren und schauen, was der Spectral Shaper hier an Störresonanzen aufräumen kann und wie die Vocals im Anschluss klingen. Ich spiele euch die Vocals an und fange dann nebenbei an, den Spectral Shaper mal einzustellen, wie ich ihn verwenden würde in einer Mixing-Session. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Ausland ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns hier vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und werde stattfinden. Und trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Ich habe jetzt den Frequenzbereich von 20 bis 300 Hertz genommen, weil wir hier am deutlichsten den Nahbesprechungseffekt raushören. Der entsteht, wenn ich beim Aufnehmen relativ nah am Mikrofon stehe und wir dadurch die tiefen Frequenzen deutlich präsenter aufnehmen. Diesen Frequenzbereich möchte ich jetzt dynamisch mit dem Spectral Shaper etwas reduzieren, dass die Mitten und Höhen sich besser durchsetzen können und die Tiefen nicht ganz so voluminös im Vergleich zu den anderen beiden Frequenzbereichen herausstechen. Eine Zeit, um auszuruhen, Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Wir hören direkt, wenn ich jetzt den Threshold, also den Amount-Knob hochziehe, wie das Plugin anfängt zu arbeiten und die Störresonanzen des Nahbesprechungseffekts dynamisch rausfiltert. Und das Ergebnis klingt jetzt schon relativ gut. Wir hören mal vorher nachher. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Also wenn wir uns das Ganze mal angucken, nehmen wir circa bis 3 dB Lautstärke raus aus dem Frequenzbereich, also noch sehr, sehr human. Wir könnten jetzt auch den Modus umstellen von Light auf Medium oder Heavy. Da würde das Plugin deutlich aggressiver auf die Störresonanzen reagieren. Ich spiele euch das Ganze jetzt auch nochmal im Kontext mit dem Beat an. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadthymnen. Doch trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen, Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Also mit sehr, sehr wenig Tweaks ein ziemlich gutes Ergebnis erzielt. Ich kann das Ganze jetzt auch noch mal übertreiben, dass ihr seht, wann es denn zu viel ist, was das Plugin wegnimmt. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Checke im Hotel ein und genieße meine Aussicht. Schick den Zimmerservice wieder weg, denn ich brauch nichts. Seh auf Insta wie Partinis. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport. Trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttöne.
Also ich würde im Plugin selber nicht über die 4 bis 5 dB Gain Reduction gehen, ansonsten wirkt es einfach zu unnatürlich. Aber ich musste jetzt nur einen Frequenzbereich einstellen und habe jetzt bis 300 Hertz alles an Störresonanzen gut rausgefiltert und kann mich jetzt auf die Mitten und Höhen fokussieren, dass ich die noch weiter herausarbeite und crispy clean klingen lasse. Um den modernen Vocal Sound jetzt noch den Finishing Touch zu geben, würde ich einfach Fresh Air benutzen und den Prozentknopf hier sowohl für die Mitten als auch Höhen auf ungefähr 10% stellen. Ich möchte das auch nicht übertreiben, aber dadurch sollten wir jetzt schon diese Modernität in den Vocals, was wir als crispy clean bezeichnen, erzeugen können. Wir hören mal vorher nachher. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben. Mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttöne. Also das Ganze klingt jetzt schon unfassbar gut mit 2 Plugins. Wir haben jetzt eigentlich nur die Tiefen aufgeräumt und die Mitten und Höhen saturationsseitig etwas geboostet und haben eigentlich schon den klassischen modernen Vocal Sound, den zurzeit alle benutzen. Und ihr kennt mich, ohne einen kleinen Bonustipp, wie ihr euch von der Konkurrenz noch zusätzlich abheben könnt, lasse ich euch nicht in den Feierabend. Wir haben jetzt mit dem Fresh Air Plugin Obertöne in den Mitten und oberen Frequenzen erzeugt. Das heißt, wir haben wieder so etwas harschere S- und Zischlaute in die Vocals reingebracht, die wir natürlich auch wieder reduzieren wollen. Und dafür nutzen wir, Überraschung, einfach nochmal den Spectral Shaper, jetzt aber im oberen Frequenzbereich. Und ich lade den mal rein und aktiviere den und wir probieren jetzt mit diesem Frequenzbereich die harschen S- und Zischlaute zu finden und reduzieren die dann einfach wie ein DSer und haben dann dadurch wieder ein ausgeglichenes Frequenzspektrum, das sowohl in den Tiefen, Mitten als auch Höhen sehr präsent ist. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben. Dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Und da sind wir auch schon. Hier sind die S- und Zischlaute am deutlichsten hörbar und klingen auch am harschesten. Das Ganze nehmen wir jetzt wieder ein bisschen raus. Ich endsolo das Ganze, schalte wieder auf Light um und ziehe jetzt den Threshold so lange hoch, bis wir eine Reduktion haben. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttönen. Doch trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit um auszuruhen, Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf den Neckbook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Checke im Hotel ein und genieße meine Aussicht. Schick den Zimmerservice wieder weg, denn ich brauch nichts. Seh auf Insta wie Partinis meine Lieder mitsingen. Bau das Reisestudio auf, wir müssen wieder Hits bringen. Und dadurch haben wir jetzt auch die harschen S- und Zischlaute in dem oberen Frequenzbereich wieder gut ausgeglichen und haben jetzt eine sehr geile klingende Vocal mit 2 Plugins. Also das Ganze ist Wahnsinn. Und das soll es auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Schreibt mir doch gern mal in die YouTube-Kommentare, ob ihr den Spectral Shaper auch schon mal auf eurem Vocal-Bus verwendet habt und wie eure Erfahrungen damit sind. Und schreibt mir vor allem mal in die YouTube-Kommentare, was ihr von Fresh Air haltet. Ich finde, für ein kostenloses Saturations-Plugin hat das nämlich einen unfassbar guten Klang. Wir sind heute mit wenigen Klicks und mit wenigen Plugins schon an den modernen Crispy Vocal Sound sehr, sehr nah rangekommen. Sicherlich könnte man jetzt noch einen Raum benutzen, um das Ganze noch moderner klingen zu lassen oder einen künstlichen Doppelungseffekt, der heutzutage auch viel verwendet wird. Aber wir haben zum Beispiel nicht mit einem Equalizer Störresonanzen rausziehen müssen oder mit einem Kompressor noch die Dynamics einschränken müssen und haben trotzdem ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt, wo ich sage, manchmal ist weniger einfach mehr und das sollten wir uns dann doch hin und wieder mal bei Mixen und Mastern zu Gemüte führen, diesen Spruch. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als jedem von euch noch einen angenehmen Restsonntag zu wünschen. Ich wünsche jedem von euch morgen einen richtig, richtig guten Start in die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Jeff.